Ja, ich darf zunächst mal das Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz besonders herzlich zu diesem ersten Treffen des regionalen Arbeitskreises Analytische Psychosentherapie. Besonders danke ich Herrn Glücklich und Herrn Hoffmann für Ihre Anregung und Initiative, einen solchen Arbeitskreis nun auch hier in unserer Region zu gründen und auch Ihre Bereitschaft, dann hier 2 Referate zu halten, jedem eins natürlich nur. Und ich danke Frau Lehmann und Herrn Kiebacher für die Organisation des heutigen Treffens. Zu diesem Treffen wurde im sehr berühmten Chestnut Lodge Krankenhaus, dessen Name und Beruf mit analytischer Psychosentherapie bekanntermaßen engstens verknüpft ist. Ich darf daher mit Freuden Sie, Frau Silber, hier begrüßen und Ihnen für Ihr Kommen danken. Wir sind auf Ihr Referat sehr gespannt. Ich darf Sie dann auch bitten, nach der Begrüßung durch Herrn Pitzner, unseren Pflegedirektor, dann auch gleich mit dem Referat zu beginnen. Einen guten Verlauf wünsche ich dann diesen ersten Gründungsnachmittag. Verehrte Frau Dr. Enn-Silber, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Pflegedienstes unseres Hauses begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem regionalen Arbeitstreffen des Arbeitskreises der analytischen Psychotherapie. Zu einer anderen Gelegenheit bemerkte ich schon einmal, dass die stetige Entwicklung in der Psychotherapie nicht nur die eigene Disziplin betrifft. Viele Lebens- und Arbeitsbereiche profitieren von den Verfahrensweisen und Techniken, die eigens für die medizinische Psychologie und Soziologie entwickelt werden. Ich denke da vor allem an Kommunikations- und Interaktionstechniken, die über das Gesundheitswesen hinaus bis hin in Wirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungsbereiche Verwendung finden. Vor allem auch die Krankenpflege, hier besonders die psychiatrische Krankenpflege, erhielt gravierende Impulse aus dieser Fachdisziplin. Die analytische Vorgehensweise in der Pflegeprozessplanung, die ganzheitliche Sichtweise einschließlich des sozialen Umfeldes in der rehabilitativen Pflege sind treffliche Beispiele dafür. Mit der Einführung der Bezugspflege versucht nun auch die Krankenpflege nach dem Vorbild der Psychotherapie die Bezüge zum Patienten pflegerisch zu nutzen. Korrekturen, Unterstützung, Motivation sollen helfen, dass der Patient mitverantwortlich an der eigenen Pflege beteiligt wird. Ein Land, welches weltweit gerade auch in dieser Disziplin Anerkennung findet und es versteht, immer wieder neue Impulse und Entwicklungen hervorzubringen. Entsprechend groß sind unsere Erwartungen bezüglich des Austausches und der gemeinsamen Arbeit im Arbeitskreis. Ich bedanke mich im Namen des Pflegedienstes, vor allem bei Dr. Klaus Hoffmann, der es mit dem Kontakt zu Frau Dr. Silber und der Initiative zu dieser Veranstaltung unserem Haus ermöglicht hat, mal einen weiteren Blick über den Tellerrand zu wagen, als nur bis zu unserem nächsten Nachbarland. Ich bedanke mich aber auch bei allen anderen Initiatoren und Beteiligten, besonders auch bei Frau Dr. Silber, dass sie den Weg zu uns gefunden hat und wünsche der Veranstaltung einen gewinnbringenden und guten Verlauf. Ich danke Ihnen. Ja, Moment erstmal. Vielleicht noch ein paar Dinge zu Frau Dr. Silber. Sie arbeitet seit 1976 in Chestnut Lodge, im Krankenhaus, in dem Frieda von Reichenau von 1935 bis zu ihrem Tod 1957 gearbeitet hat. Frieda von Reichenau wurde hier vor allem bekannt durch das Buch ihrer Patientin. Ich habe dem die Rosen versprochen. Frau Silber selbst gab 1985 diesen Sammelband heraus, sei Resistent Psychosis, der in etwa wiedergibt den gegenwärtigen Stand der Psychotherapie in Chestnut Lodge. Frau Silber und ich haben uns kennengelernt über eine Rezensionsarbeit an diesem
Ich werde Sie heute mit zwei Patienten bekannt machen. Der erste Patient ist Chestnut Lodge, der erste Patient ist Chestnut Lodge, ein 85-jähriger Organismus, der an einer lebensbedrohenden Krankheit leidet. Der zweite ist eine 40-jährige Patientin von mir. Sie nimmt seit 14 Jahren an Programmen von Chestnut Lodge teil und ist seit 8 Jahren eine meiner Patientinnen. Es handelt sich für das Krankenhaus und für meine Patienten um einen Überlebenskampf, wobei beide auf primitive Schutzmechanismen zurückgreifen. Verleugnung, Projektion, Verschleierung der Grenzen und Größenwahn. Zusätzlich zu diesen chronischen Beschwerden sind sie jetzt auch noch vor steigende Anforderungen und Angriffe von außen gestellt. In den USA fragen wir uns, ob Nervenheilanstalten bald nicht mehr existieren werden. Werden die psychiatrischen Ausbildungsprogramme überhaupt den Geist als unabhängig vom Gehirn ansehen? Was ist eigentlich mit unserem Credo los, welches besagt, wir sind alle einfach Menschen, nicht anders? Ich werde Ihnen als erstes Chestnut Lodge präsentieren, weil seine Situation akuter ist. Es ist seit mehr als 20 Jahren mein professionelles Zuhause. Der Geistfriede von Reichenau und die Lektionen, die sie uns gelehrt hat, schließen die beiden Teile dieser Ansprache zusammen. Ich werde die heutige Relevanz ihrer Lektionen betonen. An sonnigen Tagen scheinen sie von großer Bedeutung. An grauen Tagen scheinen sie wie die Ratschläge eines gekonnten Schriftsetzers im Zeitalter der Computers. Um von Reichenau zu zitieren, Schizophrene leiden, wie alle Menschen unserer Kultur, an der Spannung zwischen den Tendenzen abhängiger Bedürfnisse und der Sehnsucht nach Freiheit, zwischen Tendenzen klammernden Abhängigkeit und Tendenzen der Feindseligkeit. Die allgemeine Spannung, die durch den Zusammenstoß jedes dieser einzelnen mächtigen emotionellen Elemente hervorgerufen wird, überwältigt sie vollkommen. From Chestnut Lodge with us. She has been working in Chestnut Lodge since 1976. And makes at the moment a tour through Germany and Switzerland, presenting historic research results every day and reporting about psychotherapy as it is practiced now in Chestnut Lodge, as she did closely on Wednesday and here yesterday. She has been editing about psychoanalysis and psychosis in 80. It puts together how psychotherapy is practiced now in Chestnut Lodge. Doing together biographic studies about and the paper she's presenting today about Ferentz's influence on Washington. The close connections, especially between the speech we heard this morning about Karl Landauer and the psychoanalytic work done very interesting. Thank you very much. So people hear me all right? This paper outlines the 4 principal avenues by which Ferenczi initially influenced the Washington, D.C. analytic community. These are: 1, his writings, as made available by William Alanson White and Smith Eli Jelliffe; 2, his visit to Washington in 1927; 3, his treatment of Harry Stack Sullivan's close friend and colleague, Sarah Thompson; and 4, perhaps most importantly, his and Georg Brodek's impact on their junior colleague, Frieda von Reichenau.
The more I learn about Ferenczi and Grodek and about how closely von Reichenau worked with Grodek, the more I recognize the enormous debt of gratitude Chestnut Lodge Hospital, a private psychiatric and psychoanalytic institution in Rockville, Maryland, owes to Ferenczi and to Grodek. Their enthusiastic belief in the power of psychoanalysis to benefit even the sickest patients and their courage in flexible experimentation have inspired many people at Chestnut Lodge over the ensuing years and decades. Their approaches to this work shaped the style and attitudes of von Reichenau, who agreed with Ferenczi on some points and disagreed with him on others. As has been widely recognized, Ferenczi wrote presciently on many controversial topics: childhood sexual abuse and other traumata, the emotional involvement of the therapist, and physical contact between doctor and patient. I will emphasize his delineations of the patient's need to cure the doctor so that the doctor can then cure the patient. He developed clear notions of analytic activity, which include playfulness, mutual cueing, and staying with the patient's regression so that it can be understood. He realized that his own affects were vital clues to understanding the patient's difficulties. Quoting him, "I may remind you that patients do not react to theatrical phrases, but only to real, sincere sympathy. Whether they recognize the truth by the intonation or color of our voice, or by the words we use, or in some other way, I cannot tell. In any case, they show a remarkable, almost clairvoyant knowledge about the thoughts and emotions that go on in their analyst's mind. To deceive the patient in this respect seems to be hardly possible, and if one tries to do so, it leads only to bad consequences." In words especially resonant for Chestnut Lodge, Ferenczi said, "I have had a kind of fanatical belief in the efficacy of depth psychology, and this has led me to attribute occasional failures not so much to the patient's incurability," in quotes, as to our own lack of skill, a supposition which necessarily led me to try altering the usual technique in severe cases with which it proved unable to cope successfully. Among the wide range of stimuli which Salinas' first-rate achievements can be put in connection with, White certainly played a major role, as Sullivan himself repeatedly acknowledged. Here is what we can read in the only one of his 7 books which came out during his lifetime, Conceptions of Modern Psychiatry. Quote, "The therapeutic conceptions of modern psychiatry arise directly from the work of Freud, Maya, and White. Were it not for Freud's formulations, we would probably still be frustrated by the obvious discontinuities in the stream of consciousness. Had it not been for Meyer's insistence that mental disorders are to be considered as dynamic patterns, as types of reaction to the demands of life, we might still be working in the laboratory on problems of neurophysiology and endocrinology. But it was White's zeal in teaching us to, quote, determine what the patient is to do, unquote, his indomitable energy in training and encouraging psychiatric investigators, and his vision and sagacity in the executive, administrative, and promotional aspects of psychiatry in the broader sense, that gave us most of our profit from Freud and from Maya," unquote. In other words, quote from Sullivan again, "As Adrian Breda was shortly to become Freud's American protagonist, so Dr. White immediately became the champion of open-mindedness towards psychoanalysis among leaders of psychiatric thought. To him goes first honor for maintaining the healthy eclecticism that has characterized American psychiatry and that has carried it far beyond psychiatry elsewhere in the world," unquote.